und willkommen zu einer neuen Episode bei Gitarren im Netz. Wenn ich mich hier so umschaue, gibt es eigentlich keinen Grund zu sagen, dass irgendetwas fehlen sollte. Und trotzdem gibt es in einer jetzt mittlerweile 43-jährigen Amateur-Musikkarriere ein paar Dinge, die ich gerne heute noch hätte, die ich aber irgendwann verkauft, verschenkt oder verloren habe. Und darüber soll das heute Video gehen. Vielleicht habt ihr ja auch solche Erfahrungen gemacht. Wäre schön, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Ach ja, und wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren und ein Like da lassen, wenn es euch gefällt. Das Ganze geht in der Reihenfolge vom weit entferntesten Teil, was ich vermisse, in die nahe Vergangenheit. Und fangen wir an mit 1, meine erste elektrische Gitarre. Ja, so sah sie aus. Die hätte ich heute noch gerne. Eine Hertie-Caster. Ja, gekauft in einem Kaufhaus. Billig. Wahrscheinlich ganz schlecht zu spielen. Aber aus nostalgischen Gründen hätte ich sie doch ganz gerne noch hier. Und vielleicht könnte ich euch dann zeigen, mit was man 1978, 79 anfangen musste. Ja, ich bin sehr froh. Ich habe meine erste gute E-Gitarre von 1980, die habe ich noch, die Washburn Stage A10. Da bin ich auch heute sehr froh drüber, dass ich die nie verkauft habe, obwohl sie nicht immer in der ganzen Zeit meine Lieblingsgitarre war. Aber so eine Hertie-Caster heute hier zu haben, das wäre was. Aber die Gründe sind rein nostalgischer Art. Ja, um dieselbe Zeit, wie ich begonnen habe, mit meiner Hertie-Caster Gitarre zu spielen, hatte ich noch gar kein Amp, sondern nur ein altes Röhrenradio. Das konnte natürlich nicht verzerren und nicht anzerren. Ja, und wenn, hat es schrecklich geklungen, also musste sowas her. Und es war 1979, was kam frisch auf den Markt, der TS 808. Den habe ich mir dann auch zugelegt und damit dieses Röhrenradio ins Nirvana geschickt. Danach hatte ich einen 20 Watt Transistorverstärker, dann einen 50 Watt Transistorverstärker. Alle die wurden befeuert mit diesem TS 808. Und als zweiten Effekt hatte ich ausschließlich ein Electro Harmonix Phaser, dieses kleine Ding hier. Und das war's für den Anfang. Und diesen TS 808, den habe ich immer weiter gespielt, bis irgendwann dieser blöde Fußtaster kaputt ging. Dann hat mir ein Freund einen neuen, kleineren eingebaut, der aber noch weniger geeignet war, drauf rumzutrampeln. Und da ich ja an sich nur im Proberaum Musik gemacht habe, nicht wie heute hier im heimischen Wohnzimmer, ist es nicht lange gut gegangen. Das Ding hat ein bisschen in der Ecke gelegen und dann habe ich ihn für ein paar müde Mark verkauft und bin umgestiegen auf das hier. Und das ziemlich lange, bis in die nahe Vergangenheit. Hier noch ein Bild aus 2011, immer noch diese DS1 auf dem Brett. Ja, ich hätte vielleicht ein bisschen beim Tube Screamer bleiben sollen und den TS 808 heute noch zu haben, vielleicht ein ordentliches Ersatzteil zu finden, einen originalen TS 808 aus 1979, würde auf jeden Fall ein paar Mark im Portemonnaie da lassen oder aber ein Vintage-Effektchen auf meinem Stressbrett.
Ja, zwischen Anfang der 80er und Ende der 90er habe ich eigentlich fast nur gekauft und eigentlich fast nichts verkauft. Da sind ein paar Sachen gegangen. Eine Sperrholz, Superstrat, egal. Ja. Nein, es zog die richtige Stratocaster ein, es zog die blaue Les Paul ein, alles wunderbar, und es zog ein Marshall 6100 zum 30-jährigen Jubiläum von Marshall aufgelegter 3-Kanalverstärker. Der war mein Highlight. Den habe ich super gerne gespielt und immer wieder, und bis 2000, 2001. Dann habe ich ihn für eine Zeit lang nicht mehr so arg viel benutzt, und 2005 mussten wir plötzlich aus unserer Wohnung raus, mussten umziehen. Ich war schon Papa. Ich habe die Band aufgeben wollen, in der ich damals war. Wir mussten hier zum Bodensee ziehen und da war er zu viel. Und da habe ich ihn verkauft. Sowohl die 4x12er Box als auch das Top-Teil. Die 4x12er Box, die bereue ich heute nicht. Ich habe ja meine 2x12er Anniversary aus dem Silver Jubiläum. Die ist viel besser. Aber den 6100, den habe ich schon arg vermisst. Warum braucht man hier jetzt heute einen 6100 mit 100 Watt? Nein, natürlich nicht. Mit einer vernünftigen Leistungsbremse hinten dran könnte man ihn hier schon gut brauchen, und er hat wirklich fantastisch viele Soundmöglichkeiten gehabt. Er war bei mir immer super zuverlässig. Der Combo sollte es nicht gewesen sein, aber das Topteil war stets zuverlässig. Ja, heute hätte ich ihn gerne. Was habe ich stattdessen? 1 Watt Marshall. Ja, den kennt er. Natürlich wäre ich heute froh, ich hätte den 6100 noch. Ach ja, der ist nach Budapest gegangen. Das war mein erster eBay-Verkauf. Das war 2005. Jetzt springen wir ab ins Jahr 2016, und dort ist mir bei einem Besuch in einem holländischen Musikgeschäft eine Artist 625 BK über den Weg gelaufen. Liebe auf den ersten Blick. Einige, die schon ein bisschen beim Kanal dabei sind, wissen, dass eigentlich 1980 eine Ibanez Artist oder eine Ibanez Musician ganz oben auf meinem Speiseplan gestanden hätten. Aber ich habe sie nicht gekauft, sie waren auch zu teuer, und so habe ich nie eine gehabt. In 2016 gab es eine Neuauflage, und die habe ich mir dann auch zugelegt und habe auch viele schöne Sachen mit ihr eingespielt. Im Übrigen auch der Song, der heute hier im Hintergrund läuft. Alle Gitarrenspuren sind mit der Ibanez Artist eingespielt worden. Ein sehr vielseitiges Instrument durch seine vielen Tri-Soundschalter, wo man die Sachen als Single Coil, parallel, seriell schalten kann. Also sehr schönes, aber auch sehr vielseitiges Instrument. Und das habe ich irgendwann im Jahre 2018 oder war 2019, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, jedenfalls noch vor dem Kanal, in einer Aktion Alles muss raus verkauft. Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Ich habe, muss ich gestehen, keinen großen Verlust gemacht. Die Gitarre hat fast denselben Preis gebraucht wieder eingebracht, wie ich für sie bezahlt habe. Aber eins muss man dazu sagen, um das Geld für den Neukauf der Artist zu bekommen, habe ich meine geliebte Les Paul an meinen Sohn verkaufen müssen. Jetzt habe ich die Artist nicht mehr und die Les Paul auch nicht mehr. Jetzt wohnt mein Sohn noch hier, ich kann noch drauf zugreifen. Hoffentlich bleibt es noch einen Moment so. Der letzte Fehlverkauf, den ich getätigt habe, möchte ich euch jetzt schildern. Ich bin über diesen kleinen Vox Super Beatle Amp gestolpert. Und was ich so gesehen habe im Netz, wunderbar. Dann gutes, tolles, kleines Musikgeschäft in Nürnberg. Dort gab es ihn, wir waren in Nürnberg kurz vor Weihnachten. Ich hatte ein bisschen Weihnachtsgeld und so habe ich mir den 2019 zugelegt.
Und der war wirklich toll, richtig toll. Keine Röhre, sondern diese Hybridröhre, dieses Newtube und ein toller Klang. Klar, die Box war nicht die allerbeste, aber angeschlossen an eine andere Box, toll. Und auch der Line-Out, das Tremolo, das eingebaut war, der Hall, der eingebaut war, super Sache, habe ich echt total gerne gespielt. Und dann kam der Traum, ich will eine David Gilmour ähnliche Gitarre haben. Und dann gab es eine rote PV Predator hier in der Nähe zum Tausch gegen den Vox Super Beatle, Mini Super Beatle. Und das habe ich gemacht. Das ist das Ergebnis heute. Ja, ich habe diese PV Predator gekauft in einem ziemlich abgerockten Zustand. Habe mir dann noch aktive EMGs dazu gekauft, eingebaut. Ja, habe nachher noch gemerkt, sie hat am Hals einen Fehler. Aber das war es nicht wirklich. Die klang überhaupt nicht. Ich wollte damit ein Video machen. Ich habe es gar nie fertig gemacht und schon gar nicht für euch ins Netz gestellt. Ja, jetzt ist der Vox Mini Beatle weg. Die EMGs sind auch wieder weg. Die ließen sich ganz gut wieder verkaufen und das ist der traurige Rest. Ich weiß im Moment nicht, was ich damit anfangen soll und kann. Ja, vor allen Dingen ist der Hals, der musste nachjustiert werden. Ich habe hier aber kein Werkzeug. Ach ja, kann sich mal jemand melden, wenn er eins hat. Sie liegt jetzt hier. Mal gucken, was draus wird und ob es irgendwann mal ein Projekt wird oder auch nicht. Aber der Mini Beatle war dafür zu schade. Ja, verehrtes Publikum, das war auch schon die kleine Episode. 5 Dinge, die ich eigentlich nicht hätte weggeben oder verkaufen sollen. Ihr habt bestimmt ähnliche oder gleiche Erfahrung, aber wahrscheinlich ganz anderes Equipment. Es würde mich super freuen, wenn der ein oder andere seinen verrücktesten Fehlverkauf in die Kommentare schreiben würde. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich natürlich super darüber freuen. Ich bedanke mich wie immer. Danke fürs Zuschauen und wie immer, bleibt gesund. Bleibt fröhlich, bleibt musikalisch. Bis bald, euer Topo. Down, honey, in the flood of beer when we were young. Beer, rivers and seas of beer. The radio's playing love songs of women and beer. The phone remains silent. The world's getting up and down. Beer, there's only is beer.
and seas of beer. The radio's playing love songs of women and beer. The phone remained silent, the words came up and down. Beer, beer, it's only is beer. Beer, beer, rivers and seas of beer. The radio's playing love songs, women and beer. The phone remains silent.